Sie sprechen von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Wieso spielt linksextremistisch motivierte Gewalt in Ihren Beobachtungen keine Rolle? Hat es damit zu tun, dass Sie einfach... Linke Gewalt ist in keiner Weise ein Problem in Deutschland, kein relevantes Problem. Wir haben hier wirklich ein Rechtsextremismusproblem seit etlichen Jahren und mit diesen Themenfeldern beschäftigen wir uns. Antisemitismus ist dann bei Ihnen dementsprechend rechter Antisemitismus oder rechtsmotivierter Antisemitismus? Nein, Antisemitismus hat ja sehr, sehr viele Erscheinungsformen und genau wie queerfeindlich. Also bei uns ist es so, dass die Organisiertheit von Tätern spielt keine Rolle bei der Bewertung der Taten. Das ist ein Teil der Taten, also die rechtsextremen Taten. Aber wir haben es bei ganz vielen Fällen, also egal. Hey Leute, willkommen in der Realität. Wer dachte, die Lage in Deutschland sei schon absurd genug, der sollte sich diese Bundespressekonferenz reinziehen. Da sitzt allen Ernstes eine Dame auf dem Podium und behauptet, in Deutschland gibt es keinen Linksextremismus, nur Rechten. Kein Witz, kein Versprecher. Das war volle Absicht. Und genau da zeigt sich wieder, wie tief der Staat und seine Behörden in linksideologischen Netzwerken versackt sind. Von echten Fakten keine Spur, dafür linke Weltbilder, NGO-Funktionäre und ideologisch aufgepumpte Opferstatistiken. Wer sich hier noch fragt, warum man diesen Leuten kein Wort mehr glaubt, der muss sich nur diese 20 Minuten anhören. Wenn ihr wissen wollt, wie tief das Kaninchenloch wirklich reicht, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Auf geht's! Ja, vielen Dank, Jana Wolf von der Rheinischen Post. Ich würde gerne auf 2 Punkte eingehen, die Sie in Ihren Ausführungen genannt haben. Zum einen, Frau Bascha-Yildiz, dieser Vermerk aus diesem Wuppertaler Prozess, dass diese Tat rechtsextrem motiviert gewesen sei, der lange unter den Tisch gekehrt wurde. Und auch was Sie jetzt gesagt haben, Frau Rudolph, dass sich die Strafverfolgungsbehörden schwer tun, rechte und rassistische Taten zuzuordnen oder zu erkennen. Lässt sich daraus schließen, dass aus Ihrer Sicht die Behörden auf dem rechten Auge blind sind, um das mal so pointiert zu sagen? Ich habe keine andere Erklärung dafür, beziehungsweise ist mir keine plausible Erklärung bislang mitgeteilt worden, warum dieser Vermerk nicht Aktenbestandteil geworden ist, als das, was Sie jetzt genannt haben. In der Tat ist es unverständlich, warum rassistische und antisemitische Straftaten als solche nicht erkannt werden. Wir haben in unserer Forschung vor Ort auch erlebt, dass es bei Polizei und auch bei Staatsanwaltschaft große Zweifel an der Wahrheit gibt, die Betroffene aussprechen, dass es kein Vertrauen gibt, mancherorts in Beratungsstellen. Und das heißt, ich sehe hier einen großen Bedarf tatsächlich für Fortbildung und für die Anerkennung, dass Rassismus und Antisemitismus in unserer Gesellschaft weit verbreitet sind. Und ich kann mich nur Frau Bascha-Yildiz anschließen. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wie ein volksverhetzendes Plakat in einer Garage nicht als solches erkannt wird und der Link gemacht wird zu Rechtsextremismus und Rassismus. Ich möchte vielleicht noch eines ergänzen. Es mag am Ende vielleicht so sein, dass es vielleicht keine rassistisch motivierte Tat ist. Gleichwohl, wenn da Anhaltspunkte am Anfang sind, dann muss das halt aufgeklärt werden. Es muss sauber und ordentlich ermittelt werden und nicht unter den Tisch gekehrt. Also es muss transparent gemacht werden. Und das ist hier in diesem Fall überhaupt nicht gemacht worden. So. Und die Erklärung dafür, meine Vermutung hatte ich Ihnen ja schon gesagt. Und eine Nachfrage, wenn ich darf. Sie sprechen von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Wieso spielt linksextremistisch motivierte Gewalt in Ihren Beobachtungen keine Rolle? Hat es damit zu tun, dass sie einfach zu wenig vorkommt? Oder wie lässt sich das erklären?
Also wir sind ja, die Fachberatungsstellen sind zuständig für vorurteilsmotivierte Kriminalität im Bereich Rechtsextremismus. Dazu zählt Rassismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit, organisierter Rechtsextremismus. Die Items sind ja in der Darstellung auch der Motivation, die wir erfassen, in unserem Monitoring dargestellt. Linke Gewalt ist in keiner Weise ein Problem in Deutschland, kein relevantes Problem. Wir haben hier wirklich ein Rechtsextremismusproblem seit etlichen Jahren und mit diesen Themenfeldern beschäftigen wir uns, um abwertende, also Ideologien, die die Ungleichwertigkeit und die Abwertung von Menschen vor allen Dingen im Blick haben. Darum geht's. Herr Feldhoff. Matthias Feldhoff, ZDF. Frau Bascha-Yildiz, können Sie noch mal sagen, dieser Vermerk, von dem Sie berichtet haben, der ist ja offensichtlich am Anfang richtig aufgeschrieben worden. Es hat also einen Vermerk gegeben, der sagt, das ist eine rassistisch motivierte Tat. Möglicherweise, muss man vielleicht weiter ermitteln. Wer hat aus Ihrer Kenntnis, wer hat denn diesen Vermerk abgeändert? Da muss es ja eine Unterschrift drunter geben, da muss es ja irgendwie ein Zeichen drunter geben. Das ist ja eine Behörde. Das ist von einem, also ich muss jetzt gucken, was jetzt alles öffentlich war und nicht, das ist tatsächlich von einem Beamten abgeändert worden. Und dieser Beamte wurde auch im Nachhinein ermittelt, also namentlich. Das war diesem Vermerk erstmal nicht zu entnehmen. Also es wurde handschriftlich abgeändert und das wurde dann damit begründet, dass dieser Beamte mehr Expertise hätte als derjenige, der den ursprünglichen Vermerk verfasst hat. Also es ist jetzt gerade, dieser Vermerk ist erst so neu aufgetaucht. Wir müssen dem einfach auch nachgehen, wieso kommt dieser Vermerk jetzt auf einmal, wo kommt der her, wer hat ihn jetzt transparent gemacht? Das sind alles noch Fragen, die geklärt werden müssen im Prozess. Es ist aber ein Beamter gewesen, der diesen Vermerk abgeändert hat. Zusatz, wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie den Halbsatz gesagt, auf Druck des Innenministeriums von Düsseldorf. Gehe ich jetzt von aus. Sei der Vermerk aufgetaucht. Haben Sie das Gefühl, dass das Innenministerium in Düsseldorf sozusagen eher auf, wenn man das so bildlich sagen kann, auf Ihrer Seite steht, im Gegensatz zu den ermittelnden Beamten der zuständigen Polizeibehörde? Also ich begrüße das sehr, weil dieser Vermerk, von der Existenz dieses Vermerkes haben wir ja erst erfahren. Also die Polizei hat uns diesen Vermerk nicht zur Verfügung gestellt. Es gab letzte Woche eine Anhörung im Innenausschuss im Landtag NRW und ich habe mir diese Anhörung angehört und aus dieser Anhörung habe ich entnommen, dass dieser Vermerk tatsächlich vom Ministerium ermittelt wurde und den Behörden zur Verfügung gestellt wurde, zwecks weiterer Ermittlungen. Also ich gehe jetzt davon aus, dass tatsächlich das Innenministerium noch mal geguckt hat, wer immer das jetzt war und wie immer die das jetzt gefunden haben. Aber es ist wohl wahrscheinlich so, dass tatsächlich das Innenministerium das zur Verfügung gestellt hat. Ich begrüße das sehr. Also die Polizei war es jedenfalls nicht. Dann die Kollegin dort hinten, bitte. Vielen Dank, Rebecca Wiese von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Ich habe eine kleine Sachfrage oder Definitionsfrage oder Verständnisfrage und dann noch eine inhaltliche. Die Verständnisfrage nur auch anknüpfend an die Frage der Kollegin Wolf. Antisemitismus ist dann bei Ihnen dementsprechend rechter Antisemitismus oder rechtsmotivierter Antisemitismus? Nein, Antisemitismus hat ja sehr, sehr viele Erscheinungsformen und genau wie queerfeindlich. Also bei uns ist es so, dass die Organisiertheit von Tätern spielt keine Rolle bei der Bewertung der Taten. Das ist ein Teil der Taten, also die rechtsextremen Taten. Aber wir haben es bei ganz vielen Fällen, also egal um welche Tatmotivation es geht, haben wir ganz häufig mit Fällen zu tun, wo Menschen attackiert werden von anderen, die scheinbar ganz normale Mitbürgerinnen sind. Ne? Also so, man sagt ja auch so, die Gewalt kommt inzwischen aus der Mitte der Gesellschaft. Also die alte Oma, die eine schwarze Frau im Supermarkt, die schwanger ist, umschubst oder mit einem Einkaufswagen anfährt, über völlig ganz verschiedene Sachen. Also das heißt, die Organisiertheit der Täter spielt keine Rolle. Antisemitismus wird generell gewertet, genauso wie bei Queerfeindlichkeit und bei anderen Motivationen. Danke. Und dann die andere Frage wäre noch, weil Sie eben erwähnt haben, einerseits es gibt eine sich stark radikalisierende Neonazi-Szene. Sie haben auch gesagt, die Gewalt kommt immer mehr aus der Mitte der Gesellschaft, sodass ich mich gefragt habe, was wären die Möglichkeiten, die man da
hätte was dagegen zu tun, auch in Richtung Prävention. Sie hatten erwähnt, Sie wünschen sich eine stärkere Strafverfolgung, bessere Behördenarbeit in diesem Punkt. Aber das ist ja eigentlich erst so ein bisschen, wenn es zu spät ist. Also wo sehen Sie da Verantwortlichkeiten und welche Möglichkeiten gäbe es dagegen vorzugehen? Also ich habe ja schon genannt, dass wir erwarten, dass Bundesprogramme wie das Bundesprogramm Demokratie leben fortgesetzt werden und auch angemessen ausgestattet werden. Da werden ja nicht nur die spezialisierten Opferberatungsstellen draus finanziert vom Bund, sondern auch sehr viele, sehr verschiedene Präventionsprojekte in unterschiedlichen Bereichen. Wir haben im letzten Jahr, da spreche ich jetzt mal für Brandenburg, aber ich weiß es auch, die Kollegen in Baden-Württemberg haben in ihrer Vorstellung der Landeszahlen auch darüber berichtet, einen enormen Zuwachs an rechten oder vorurteilsmotivierten Gewaltfällen an Schulen verzeichnet. Viele von sich werden sich vielleicht erinnern, wir hatten vor 2 Jahren den Brandbrief im Burg, im Spreewald von 2 Lehrerinnen, der ja bundesweit große Aufmerksamkeit erzeugt hat. Und ich würde mal sagen, auch in den Ministerien für helle Aufregung. Da ist zu wenig passiert seitdem. Also eigentlich hat sich die Situation an vielen Schulen verschlechtert und verschlimmert. Und die Situation Situation für Kinder und Jugendliche, die zu den gefährdeten Gruppen gehören, hat sich verstärkt. Und da braucht es im Schulbereich viel Präventionsarbeit. Da muss deutlich mehr investiert werden. Es muss aber auch deutlich mehr investiert werden in außerschulische Bildungsarbeit und überhaupt in Kinder- und Jugendarbeit, die auch hilft, diese rasanten Radikalisierungen zu brechen. Und es braucht natürlich auch, ich würde mal sagen, moderne Formen von Prävention, vielleicht auch neue Konzepte, weil viele der Radikalisierungen ja auch jetzt im Internet beginnen, ne, und sich dann in unser reales Leben sehr, sehr schnell übertragen haben bei den sehr jugendlichen Tätern. Es braucht den Schutz von den betroffenen Gruppen, und zwar einen ganz nachhaltigen Schutz von betroffenen Gruppen. Jetzt hat ja die CSD-Saison gerade begonnen. Und einige CSDs werden jetzt schon bedroht. Es gibt jetzt schon Aufrufe aus der aktivistischen Neonazi-Szene für Gegenveranstaltungen und Gegenaktivitäten. Wir erwarten, dass die CSDs geschützt werden. Und wir erwarten natürlich auch, dass mit repressiven Maßnahmen tatsächlich dieser sehr gefährlichen Entwicklung der schnellen Radikalisierung, dass die unterbrochen werden, auch mit repressiven Maßnahmen. Frau Buschow. Danke, Corinna Buschow, EPD. 2 Nachfragen an Frau Porath. Die erste, Sie haben was zur Altersstruktur gesagt. Können Sie was zur Geschlechtsstruktur auf Opfer- und Täterseite sagen? Also werden mehr Frauen, mehr Männer Opfer? Und wie ist das bei den Tätern? Und die andere Frage, mal ganz schlicht gefragt, was erwarten Sie denn konkret, was erhoffen sich oder welche realistischen Erwartungen haben Sie an den neuen Bundesinnenminister, wenn es um die Bekämpfung von Rechtsextremismus geht? Ja, 2 spannende Fragen. Wir haben täterseitig es ganz überwiegend mit Männern zu tun, obwohl auch Frauen zuschlagen, aber es ist ganz überwiegend, sind es Männer, die die Taten verüben, und auch auf der betroffenen Seite ist der größere Anteil, sind es männliche Personen, obwohl in einigen Bundesländern der Anteil von Frauen auch immer weiter zunimmt, genau wie der Anteil von Kindern und Jugendlichen. Und wenn ich jetzt mal wieder Brandenburg als Beispiel nehme, in Brandenburg ist es so, dass die Angriffe auf Frauen, da hatten wir mal so ein bisschen tiefer reingeschaut, es sind vor allen Dingen rassistisch motivierte Angriffe, und was auch wirklich stark zugenommen hat, ist, wenn Frauen betroffen sind, die Angriffe auf politische Gegnerinnen. Also wir hatten die Zunahme bei rassistisch motivierten Fällen, also auch bei Kindern und bei Frauen, eigentlich 2 Gruppen, wo es nochmal ein stärkeres Tabu ist, sie im öffentlichen Raum und am Tag zu attackieren, auf Spielplätzen zum Beispiel, auf dem Weg zum Einkaufen, auf dem Weg zur Arbeit. Das eigentlich ein stärkerem Tabu unterliegt anzugreifen. Das ist bei Rassismus schon seit
also seit einigen Jahren inzwischen gebrochen, dieses Tabu. Und wir haben es jetzt eben auch mit vermehrten Attacken auf politische Gegnerinnen zu tun. Menschen, Frauen, die sich engagieren für Geflüchtete, Frauen, die sich engagieren für queere Vielfalt, also ganz unterschiedlich. Wir erwarten von dem neuen Bundesinnenminister, habe ich ja eben auch schon angedeutet. Also erstens erwarten wir, dass ein realistisches Lagebild. Wir erwarten, dass hingeschaut wird und da, wo Fehler gemacht werden in der polizeilichen Arbeit und in der Bewertung von rechten, rassistischen und antisemitischen Gewalttaten, so wie in Solingen, dass an der Fehlerkultur gearbeitet wird, dass die Fehler eingestanden werden und abgestellt werden. Einfach abgestellt werden. Mit Bildungsmaßnahmen, da muss sich das Innenministerium Gedanken machen dazu. Und wir erwarten natürlich auch, dass der Opferschutz gestärkt wird, dass die Betroffenen geschützt werden von unseren Sicherheitsbehörden, besser geschützt werden als bisher. Dann die Kollegin hier vorne, bitte. Katrin Gräbner, RTL NTV. Guten Morgen. Ja, ich habe noch mal eine Frage zur Organisation Ihrer Beratungsstellen. Da gibt es ja weiße Flecken. Da würde ich gerne wissen, wo Sie nicht also wie das kommt, dass Sie da nicht monitoren können, wie Sie auch aufgestellt sind. Also wie finanziell sind Sie denn abgesichert, wie lange? Und wie einheitlich ist tatsächlich die Erfassung der Taten? Und dann noch eine Nachfrage dazu, das Anzeigeverhalten. Sie hatten das schon angedeutet. Sie wünschen sich sogar in Teilen ein Aussageverweigerungsrecht für die Menschen, die da die Angegriffenen unterstützen. Ja, da würde ich auch gerne mal was zu hören. Oh, jetzt müssen Sie mir vielleicht helfen bei der Vielzahl der Fragen, dass Sie, wenn dann, noch mal nachhaken. Zur Struktur der Opferberatungsstellen. Also am Monitoring nehmen 12 Bundesländer teil. 2024 ist das erste Mal Hessen zum Beispiel mit dabei. Also das hat sich Stück für Stück aufgebaut. Inzwischen veröffentlichen wir ja schon sehr lange das Monitoring. Angefangen hat es mit Berlin und den ostdeutschen Bundesländern. Es liegt schlicht und ergreifend an der unterschiedlichen Ausstattung der Beratungsstellen, wenn einzelne Bundesländer sich nicht beteiligen. Es sind auch nicht alle Bundesländer Mitglied im Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Es gibt Bundesländer, die einfach kein Monitoring machen, die sich auf die Betroffenenberatung konzentrieren. Unser Interesse als Verband ist es, dass wir irgendwann mal hier sitzen und die Zahlen für alle Bundesländer präsentieren, damit eine wirkliche Vergleichbarkeit auch mit den Zahlen des BMI herzustellen ist. Zur finanziellen Ausstattung sehr unterschiedlich. Aber tatsächlich sind die Steuerschätzungen, also wir haben ja noch keinen Bundeshaushalt, das heißt, wir wissen nicht, wo die Reise hingeht, gerade mit der Finanzierung der Opferberatungsstellen von Seiten des Bundes. Wir erwarten, dass mindestens der aktuelle Stand der Ausstattung, der personellen Ausstattung gehalten werden kann. Eigentlich müssen wir dringend über einen Ausbau der Strukturen reden, weil wir es in etlichen Bundesländern schon haben, dass wir Beratungsstopp zwischendurch haben, also dass wir einfach zumachen müssen um die Qualität der Beratung für ein paar Wochen, weil wir die Qualität der Beratung aufrechterhalten wollen. Und einer unserer Qualitätsgrundsätze ist ja auch, dass wir von uns aus auf Betroffene zugehen, also versuchen proaktiv auf Menschen zuzugehen, Fälle zu recherchieren, um ihnen ein Angebot zu machen, um niedrigschwellig zu sein, weil wir davon ausgehen, dass viele dieser Betroffenen, die ja vulnerablen Gruppen angehören, keinen Zugang auch zu Opferschutzstrukturen haben und es deswegen Aufgabe der spezialisierten Beratungsstellen ist, auf die Menschen zuzugehen. Die Beratungsstellen können das teilweise nicht mehr. Wir in Brandenburg kämpfen gerade um unsere Förderung fürs nächste Jahr, weil bei uns sind gerade Haushaltsverhandlungen für das kommende Jahr und da ist der Betrag ist gedeckelt. Das heißt, bei uns würde, wenn es so bleibt, der Haushalt soll im Juni verabschiedet werden, würde es zu einer realen Kürzung unserer Personalstunden kommen.
Und eigentlich fordern wir 2 Stunden mehr in Brandenburg. In Sachsen laufen ja auch gerade die Haushaltsverhandlungen. Da ist sogar in dem Bundesprogramm, in dem Landesprogramm, woraus auch die Opferberatung finanziert wird, ist sogar eine Kürzung um fast 30% vorgesehen. Also noch deutlich dramatischer als in Brandenburg. Und so könnte man jetzt die ganzen einzelnen Bundesländer abklappern. Zum Anzeigeverhalten, das war noch eine Frage, die ich mir notiert habe. Es gibt ja Studien dazu, die belegen, und ich habe jetzt die Zahlen tatsächlich gerade gar nicht im Kopf, Frau Rudolph, Sie werden die auch nicht im Kopf haben, dann müssten wir, wenn da nachreichen. Es gibt Studien dazu, wie hoch die Quote bei rassistisch motivierten Taten ist. Und da ist das Anzeigeverhalten noch mal deutlich geringer als bei Fällen von allgemeiner Kriminalität. Also das heißt, wir wissen, dass das Dunkelfeld bei vorurteilsmotivierter Gewalt höher ist als in anderen Bereichen. Da gibt es Studien, internationale Studien, aber auch Studien aus einzelnen Bundesländern. Ich weiß, es gibt zum Beispiel eine in Niedersachsen dazu, die sich da intensiver mit befasst hat. Ja, wir fordern ein Zeugnisverweigerungsrecht für Opferberaterinnen, so ähnlich wie auch in einzelnen anderen sozialen Bereichen. Es kann nicht sein, dass die Beraterinnen Menschen sagen müssen, okay, ihr könnt hier aber nur Vertrauen haben mit angezogener Handbremse. Sondern Menschen müssen die Sicherheit haben, die zu uns kommen, dass wir einen vertraulichen Rahmen herstellen können und auch Vertraulichkeit garantieren können. Deswegen kämpfen wir gerade sehr dafür, für das Zeugnisverweigerungsrecht. Anzeigeverhalten war noch, glaube ich. Ja, okay. Herr Hauck. Moment. Jetzt. Uli Hauck vom ARD Hauptstadtstudio vom Hörfunk. Mich würde mal interessieren, wenn wir uns die Deutschlandkarte anschauen, dann haben wir trotz allem immer noch diese Ost-West-Entwicklung, wobei in den westlichen Ländern die Zahlen natürlich auch extrem angestiegen sind. Aber dennoch zur Analyse liegt es an unterschiedlichen sozialen Gegebenheiten, liegt es daran, dass die AfD da seit Jahren quasi sehr stark ist, stärker noch als aktuelle im Westen. Was ist der Grund dafür letztlich? Und mit Blick auf die letzten Innenminister, die wir so hatten, ausgehend von Herrn Seehofer, hieß es immer, rechtsextremistische Gewalt ist das größte Problem. Hat sich irgendwas seitdem verbessert seit 2017? Ja, tatsächlich ist die Situation, würde ich auch sagen, als Leiterin einer ostdeutschen Beratungsstelle, würde ich sagen, stellt sich die auch schon unterschiedlich dar. Also wir haben überall ja einen Anstieg, also Ost- und Westdeutschland einen Anstieg auch von rechten Gewalttaten. Dementsprechend würde ich sagen, ein flächendeckendes bundesweites Problem von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Aber der Osten ist gewaltförmiger. Also einfach gewalttätiger. Wir haben mehr schwere Gewalttaten in Ostdeutschland zu verzeichnen. Sie haben es ja schon gesagt, das hat mit ganz unterschiedliche Gründe. Ja, wir gehen davon aus, dass auch die Erfolge der rechtsextremen AfD damit im direkten Zusammenhang stehen. Wir haben ja schon gesagt, also ich habe ja vorhin schon gesagt, die AfD wie auch andere rechtsextreme Kleinstparteien und Zusammenschlüsse rechtsextremer Gruppen sind in Brandenburg stichwortgebender und haben, ich würde mal sagen, wir laufen darauf hin auf auch einer wieder rechten hegemonalen Jugendstruktur. Also wir haben es tatsächlich in Regionen damit zu tun, dass rechte Jugendliche wieder diejenigen sind, die das Sagen haben und die einen kulturellen Alltag auch von Jugendlichen bestimmen. Das schätzen wir so ein, ist in Ostdeutschland weiter fortgeschritten als in Westdeutschland. Und die Frage noch. Wenn ich nur kurz noch ergänzen darf, darauf hinweisen, es gibt eine Sonderauswertung der Mitte-Studie aus Leipzig, die ergeben hat, dass die Befürwortung politischer Gewalt bei AfD-Wählenden bei 23% liegt. Das ist eine
bedrückende Zahl, und das bedeutet, dass auch bei den demokratischen Parteien eine Verantwortung besteht, dem etwas entgegenzusetzen, dass gerade auch, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, etwa eine Gleichsetzung von Migration mit Gefahr und mit Gewalt, auch dazu beiträgt. Denken Sie an den Anschlag in Magdeburg, wo nach dem Anschlag es Menschen, die rassifiziert sind, dass sie Gewalttaten, Übergriffe erlebt haben, berichtet haben. Die Beratungsstellen haben dort sehr viel Anfragen bekommen. Also das heißt, wir sehen hier Zusammenhänge, Korrelationen, und damit besteht auf jeden Fall auch bei den demokratischen Parteien eine Verpflichtung, hier ganz klar Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus entgegenzustehen. Und zwar nicht nur verbal, sondern tatsächlich mit Handlungen. Der Koalitionsvertrag sieht einen nationalen Aktionsplan Rassismus vor, und das ist gut. Was da auf dieser Bundespressekonferenz gesagt wurde, ist keine Analyse. Das ist ideologischer Irrsinn mit staatlichem Siegel. Es gibt keinen Linksextremismus in Deutschland, nur Rechten. Das sagt eine Frau, die sich Beraterin nennt und von Steuergeldern bezahlt wird. Da fällt ihr wirklich alles aus dem Gesicht. Man muss sich wirklich zusammenreißen und nicht auszurasten. Denn das hier ist nicht mehr einfach nur Meinung, das ist systematische Realitätsverweigerung im Auftrag der Regierung. Was ist mit den Antifa-Randalen, mit den pro-palästinensischen Ausschreitungen, wo auch Linke in Berlin auf Polizisten losgegangen sind? Alles nicht passiert, alles nicht extremistisch? Was sind das für Leute, die sowas behaupten, und wie gefährlich ist ein Staat, der genau solche Stimmen fördert und bezahlt? Diese NGOs sind längst keine unabhängigen Beobachter mehr. Das ist ein Teil des Apparats, und ganz vorne mit dabei nennt sie Faeser. Sie hat diese Strukturen mit aufgebaut, mitfinanziert, verteidigt und damit gezeigt, wie nah sie geistig am linken Rand steht. Diese Frau hätte nie Ministerin werden dürfen. Punkt. Und jetzt sitzen da alle brav nebeneinander auf dem Podium, präsentieren eine Jahresstatistik und erzählen dem ganzen Land, dass linke Gewalt in Deutschland praktisch nicht existiert, während draußen Antifa-Gruppen brennende Barrikaden feiern. Das ist keine Demokratie mehr. Das ist ein ideologischer Kampf gegen alles, was nicht links ist. Und die Öffentlichkeit soll schlucken, still, dankbar, bezahlt. Wenn ihr diesen Wahnsinn genauso unerträglich findet wie ich, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wer den Kanal unterstützen will, gerne über PayPal oder Superthanks. Der Link ist wie immer in der Beschreibung. Danke euch für jeden, der nicht wegguckt, und für Klartext statt staatlich geförderten Märchen. Bis zum nächsten Mal. Thank you.